Heute ist ein schöner Tag, denn Jesko darf ausnahmsweise mal im Urlaub sein und ich darf für euch dieses Video hier moderieren. Wir treffen uns hier zu einer letzten Ausfahrt, quasi das inoffizielle Abrollern. Aber eigentlich ist es gar keine Ausfahrt, sondern streng genommen eine Wallfahrt. Hier findet heute eine Rollersegnung statt und dann fahren wir zum Auerberg. Wie das Ganze abläuft und was auch theologisch dahinter steckt, das finden wir jetzt mal gemeinsam raus. Ich erinnere mich, wie wir gestern bei dir im Büro standen, Alex, und darüber geredet haben, ob wir wegen Wetter verschieben oder nicht. Ich glaube, man könnte sagen, die ersten Gebete wurden erhört, oder? Perfekt, perfekt. Ja? Alex, der Veranstalter. Jetzt ist die Frage, Alex, warum machen wir das überhaupt? Warum kommst du auf die Idee und wir sagen, wir fahren jetzt nicht nur zum Ammersee, wie wir es ja auch beim Joyride machen, auch ein sehr schönes Event für alle, die noch nicht dabei waren. Aber das Event hat ja einen Sinn und einen Rahmen. Also ich denke, wir haben das Privileg, dass wir echt ein Hobby haben, das mega Spaß macht. Aber es passiert auch öfters mal was. Und ich finde, jetzt ist die Saison am Ausklingen und wir sind alle da und wir haben es einigermaßen überlebt, die Saison, ohne Unfälle. Und das ist ein Grund, Danke zu sagen. Vieles haben wir nicht im Griff, wie das Wetter. Und er hat es im Griff, der Herrgott, und dem sagen wir heute Danke. Was passiert dann jetzt heute im Tagesablauf? Also wir treffen uns jetzt hier alle, wir sehen, die Roller kommen doch relativ zahlreich, gut ab. Wie geht's weiter? Also wir machen jetzt um 11:30 eine Rollersegnung. Das unterstreichen wir dann, dass wir dann danach losfahren und machen so einen kleinen Joyride und fahren auf den Auerberg. Das ist ein schöner, solitärer, kleiner Hügel mit 1000 Höhenmeter. Und da wandern und pilgern die Leute schon seit 2000 Jahren hoch. Und das machen wir jetzt auch, aber nicht so viele pilgern da mit der Vespa hoch, aber wir heute. Was jetzt viele nicht wissen beim SIP, dazu gehen wir jetzt einmal durch den Laden durch. Es gibt einen Raum hier beim SIP, den kennt ihr sicher noch nicht. Das Ganze hier haben wir euch ja schon gezeigt. Es gibt auch eigene Videos zum Einkauf, zum Versand. Schaut euch die mal an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Sind alle auf dem YouTube-Kanal drauf. Aber einen Raum gibt es, und zwar ist es eine Kapelle. Und die hatte Alex sich damals bei dem Bau des Gebäudes gewünscht. Und das ist hier der Raum. Und das Witzige dabei ist, wenn man das ganze Gebäude jetzt auf eine Waage legen würde, dann wäre genau dieser Ort hier der Schwerpunkt von dem ganzen SIP-Gebäude. Und ich finde es einfach bemerkenswert, dass die Jungs, wenn die Bock auf was haben und die Idee dahinter haben, es einfach umsetzen. Und deswegen gibt es beim SIP eine Kapelle. Florian, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du für uns diese Veranstaltung begleitest. Wie ist denn überhaupt deine Beziehung hierzu entstanden? Und hat der Alex dich einfach gefragt? Kennt ihr euch schon? Und wie oft machst du auch so eine Art von Segnungen? Alex kenne ich schon länger, wir sind befreundet. Und nachdem ich selber Vespa-Fahrer bin, leidenschaftlicher Vespa-Fahrer, war das jetzt heute einfach eine Herzensangelegenheit. Was gibt es für einen Pfarrer Schöneres, als seine Herzensangelegenheit mit anderen zu teilen und einfach den Segen da zu sprechen über die Vespas, über die Fahrer. So Segnungen gibt es immer wieder. Ich mache Autosegnungen, wir haben neulich in der Pfarrei eine Fahrradsegnung gehabt, sogar eine Bobbycar-Segnung haben wir neulich mal angeboten für die Kinder im Kindergarten. Ganz ehrlich, also manchmal, wenn man jetzt denkt, so Bobbycar-Segnung, Roller, ist es jetzt alles irgendwie ein Hokuspokus? Wie funktioniert so eine Segnung? Was ist es? Ist es ein netter Gimmick und eine schöne Plakette? Was nehme ich denn dann heute hier wirklich mit heim? Also mit Hokuspokus hat das gar nichts zu tun. Der Segen ist einfach die Bitte um die Gegenwart Gottes, könnte man sagen. Und kleine Kinder fahren Bobbycar, wir fahren Vespas, andere fahren Autos und da können so viele Dinge passieren. Und der Segen sagt einfach vom lateinischen benedicere her Gutes sagen. Gott sagt mir an diesem Tag etwas Gutes. Und selbst wenn ein Unfall passiert, ich gebe dich nicht auf. Ich bin an deiner Seite und jetzt eben sogar über den Tod hinaus. Also diese Segnung, die ist jetzt nicht nur eine kleine Momentaufnahme, wo man sagt, dann kann mir nichts mehr passieren, das wäre Hokuspokus. Sondern die Zusage Gottes ist, egal was passiert, ich bin da, ich lasse dich nicht los. Du bist mein geliebtes Kind. Und deswegen ist eigentlich eine Segnung sowas wie eine Liebeserklärung Gottes. Und was muss ich mitbringen, um dann hier gesegnet werden zu können? Muss ich katholisch sein? Muss ich eine Vespa Baujahr 59 haben? Darf ich mit meiner Modern Vespa kommen? Nur mit einem guten Willen. Das ist die einzige Voraussetzung. Also die Konfession spielt jetzt keine große Rolle, das Baujahr der Vespa schon zweimal nicht, sondern ich muss einfach einen guten Willen haben und sagen, okay, ich lasse mich jetzt heute darauf ein und möchte, dass Gott mein Leben, meine Vespa-Fahrten, meine Vespa natürlich auch segnen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum hier so viele Leute hinkommen. Wenn ihr jetzt noch keine Segnung habt, dann vielleicht beim nächsten Jahr mitkommen. Oder wo kann ich mich sonst noch vielleicht segnen lassen und mein Fahrzeug? In jeder Pfarrei. Also man muss bloß den Pfarrer vor Ort fragen und normalerweise macht er das dann gern. Super. Also, und jetzt geht's bei uns weiter mit der Segnung, oder? Genau, so machen wir es. Freuen wir uns drauf. Los geht's. Danke.
Also hier bei uns ist natürlich alles Performance in Style. Und deswegen gibt es diese extrem hochwertigen, schönen Plaketten. Zu jedem Roller, der gesegnet wurde, gibt es auch eine so eine Plakette. Und ich lasse jetzt nochmal 5 Plaketten extra segnen und verlose die unter allen Kommentaren unter diesem Video. Und zwar die 5 besten Kommentare. Das heißt, ihr schreibt jetzt einen Kommentar bitte unter das Video, dann hofft ihr, dass ihr richtig viele Likes da drauf bekommt und die 5 meistgeliktesten Kommentare bekommen von mir persönlich so eine Plakette zugeschickt. Wir fahren jetzt zum Auerberg. Alle machen sich gerade bereit. Der Tobi hat gerade schon ein bisschen Stress, weil der macht sich fertig, um schnell vorzuflitzen, die Drohne steigen zu lassen, nur damit ihr jetzt diesen Megashot sehen könnt. So Freunde, wir sind angekommen. Hier oben am Auerberg gibt es jetzt noch einen ganz speziellen Gottesdienst und vieles mehr. Die Strategie ist, reinzugehen, bevor alle reingehen. Oder siehst du es anders? So sehe ich das auch. Und was gibt es da drin? Auch was zu essen? Currywurst mit Pommes, Schnitzel und Kirschspatzen. Dann in der Reihenfolge, oder? Das wird schmecken. Dankeschön. Wir saßen jetzt hier gerade ganz gemütlich beim Essen und haben uns tatsächlich ein bisschen verquatscht, bis ich dann das Läuten der Glocken gehört habe. Und jetzt geht nämlich die Messe los und die wollen wir uns natürlich jetzt auch noch anschauen. Der Alex hat gesagt, wir sollen die Helme mitnehmen. Ich frage mich jetzt natürlich wozu, aber das finden wir sicher gleich raus. Einfach nacheinander die Helme nach vorne bringt, dort vorne vor dem Altar ablegt und vielleicht einen ganz besonderen Menschen, eine Situation mitbringt, wo ihr ganz besonders drum beten wollt, dass Gott euch hört und erhört. Ein wunderschönes Bild davon, irgendwie Zeichen unserer Liebe zu Gott. Jeder hat einen anderen Helm, jeder liebt Gott irgendwie anders und trotzdem verbindet uns das. Vielen Dank. Die Messe ist zu Ende und damit ist prinzipiell auch dieses Event und die ganze Veranstaltung zu Ende. Aber ich habe ja noch den Wunsch, einmal hier oben auf diesen Turm zu kommen und von da das Outro zu sprechen. Und das versuchen wir jetzt. Es sieht ja wirklich abenteuerlich aus. Ludwig, komm, wir zwei sprechen auch noch mal ein Outro. Hier von dieser schönen Position, da oben fliegt die Drohne, der Tobi filmt uns von hinten. Die Wallfahrt geht zu Ende. War doch ein schönes Event, oder? Ein super Event. Landschaftlich toll, kulinarisch gut. Und vor allem auch mal nicht nur landschaftlich toll und kulinarisch gut, weil das haben wir auch bei jedem Joyride. Stimmt. Es hat nämlich auch noch ein bisschen einen Sinn gehabt, hier hat man das Gefühl. Und ich fand, es war wie so ein schönes Familienfest. Es war nicht ganz so groß, dafür aber umso persönlicher. Absolut. Und der kleine Kreis, und das macht doch Spaß, um die Saison zu beenden, oder? Sehe ich genauso. Mich würde es freuen, wenn das sogar zur Tradition wird und das jedes Jahr stattfindet. Also Ralf, Alex, bitte wieder in den Kalender reinschreiben. Und allen anderen kann ich empfehlen, einfach mal mitzufahren. Und was ich noch empfehlen kann, ist den Kanal zu abonnieren. Denn Ludwig, was ist dein Lieblingsvideo auf dem Kanal? Und ich finde die alle gut. Siehst du? Und damit ihr auch so viele gut findet und nie wieder eins verpasst, einfach jetzt abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei. So schaut's aus. So schaut's aus. Tschüss.